Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal verschiedene Drohnenaktien an, weil ich glaube, dass der Bereich der Drohnen auch in diesem Jahr eine ordentliche Performance hinlegen kann. Und wenn wir so eine kleine Euphoriephase in diesen Markt hineinbekommen, traue ich manchen Aktien 100% und vielleicht sogar mehr noch in 2025 zu. Welche Aktien das sind, welche Aktien besonders interessant sein könnten, das erfahrt ihr gleich in diesem Video. Ja, ihr seht hier schon einige, sehr, sehr viele Aktien aus dem Sektor der Drohnen und ich werde in diesem Video, weil ich jetzt hier eine neue Reihe starten möchte, die Aktien regelmäßig analysieren. Natürlich wie immer mit der Chartanalyse und der Fundamentalanalyse kombiniert, aber wir machen jetzt dieses Video ein bisschen ausführlicher, weil es eben so ein kleines Kick-Off-Video ist und in den nächsten Videos werden wir entsprechend die Aktien herauspicken, wo es aktuell spannende News gibt oder beziehungsweise die sehr interessant aussehen vom Chart her oder auch sonstigen Kennzahlen. Wir werden jetzt in diesem Video jetzt bisschen überfliegen die Aktien, ja, wir werden ein bisschen schneller drauf eingehen, weil ich euch so einen Gesamtüberblick geben möchte, welche Aktien sehen denn wie aus, welche sind interessant, ja, da gibt es durchaus Unterschiede bei den Charts und auch von den Fundamentalkennzahlen. Grundsätzlich haben wir hier, ich sag mal, zwei Kategorien. Wir haben jetzt einmal die Kategorie von etablierten Playern, das ist AeroVironment und Kratos. Dann haben wir so ein bisschen die, ich sag mal, auch schon etablierten, aber ein bisschen spekulativeren Titel. Das ist zum Beispiel eine Red Cat Holdings, aber auch eine XL, Drone Shield. Eine Ondas würde ich fast schon auch noch dazu zählen. Und dann haben wir die sehr, sehr spekulativen Titel aus dem Bereich, ja, so Aktien wie eine Volatus oder auch eine Dragonfly. Unusual Machines ist jetzt, was das angeht, von Drohnenhersteller in der Hinsicht zu berücksichtigen, als dass man die Lieferkette macht. Deswegen habe ich die Aktie auch mal aufgenommen in diese Serie. Und wie gesagt, einige Aktien sehen sehr, sehr spannend aus. Wir haben sehr, sehr kleine Marktkapitalisierung teilweise. Entsprechend sind wir hier noch früh dran. Und ja, wir schauen uns gleich mal an. Doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, fangen wir auch gleich schon an mit der ersten Aktie und das ist die Aktie von AeroVironment. Schaut euch immer ganz gerne an bei den Aktien, die wir jetzt besprechen. Geht auf die Homepage, guckt, was sie genau machen. Das ist immer so der beste Überblick darüber oder beziehungsweise bildet euch eine eigene Meinung darüber, welche Unternehmen für euch interessant sind, in welche ihr investieren möchtet. Ja, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber AeroVironment ist tatsächlich, was das Chartbild hier angeht, sehr, sehr interessant. Wir haben diese kleine Aufholrallye gehabt nach diesem sehr, sehr ordentlichen Rücksetzer hiervon auf die $104, jetzt knapp innerhalb von wenigen Monaten auf knapp $300 gestiegen, haben diesen Widerstand bei $235 auch aus dem Weg geräumt, dieses letzte Zwischenhoch. Haben jetzt hier ein neues Allzeithoch gesetzt bei ungefähr $300 und jetzt konsolidiert die Aktie jetzt so ein bisschen. Und das sieht charttechnisch tatsächlich sehr, sehr interessant aus. Wir haben jetzt diesen 20 Wochen gleitenden Durchschnitt berührt, hier diese grüne Linie. Und wir sehen auch schon, ja, auch vom Tageschart her sind wir gerade dabei, diesen Aufwärtstrend wieder zu etablieren. Ich möchte jetzt Anfang der Woche und in den nächsten Tagen tatsächlich so ein bisschen Aufwärtsbewegung sehen. Ansonsten kann es durchaus auch sein, dass wir noch ein bisschen seitwärts korrigieren werden. Aber grundsätzlich sind die Chancen schon da, dass eine AeroVironment auch wieder in Richtung von $300 laufen kann. Grundsätzlich haben wir ja hier einen Player, der schon gut etabliert ist, der schon Verträge hat, der schon, sage ich mal, einen Fuß in der Tür hat. Das ist ja auch ganz wichtig in dem Bereich Verteidigung. Und entsprechend natürlich auch so ein bisschen ein geringeres Risiko als jetzt im Vergleich zu den sehr, sehr spekulativen Titeln, die wir jetzt im Verlauf des Videos noch besprechen werden. Wir haben jetzt hier auch eine bisschen größere Marktkapitalisierung mit $12 Milliarden. Ja, das ist jetzt an sich auch nicht so groß, wenn man jetzt andere Player im Bereich Rüstung sich anschaut. Und wenn man auch bedenkt, und davon gehe ich auch aus, dass hier sehr, sehr viel Geld noch investiert werden wird in den nächsten Jahren, dann dürften sich diese Marktkapitalisierung auch noch ver-x-fachen in den nächsten Jahren. Und ja, deswegen machen wir diese Videoreihe, diese Videos, dass wir entsprechend natürlich früh dran sind, die besten Aktien herauspicken. Und deswegen, wenn es euch gefällt, das Format, lasst gerne einen Daumen da nach oben. Und natürlich ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Das würde mich freuen und den Kanal unterstützen. Und ja, dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, AeroVironment ist natürlich ein bisschen ein etablierterer Player. Wir haben auch schon einen ordentlichen Umsatz. Das ist bei manchen Aktien leider nicht so der Fall. Ja, die haben noch kaum Umsätze. Das heißt, da haben wir auch ein deutlich größeres Risiko, aber bei AeroVironment haben wir entsprechend auch fast schon $1 Milliarde Umsatz. Natürlich erahnt schon, die Bewertung ist entsprechend hoch. Das werden wir natürlich auch gleich noch anschauen. Zuerst natürlich noch die Prognose der Analysten. Ja, die sehen die Aktie im Durchschnitt auf der Einjahresprognose bei knapp 25% im Plus, also so bei $300. Das ist, würde ich auch sagen, tatsächlich ein relativ realistisches Ziel, aber
ich glaube, dass wir durchaus auch höher steigen könnten, wenn wir so ein bisschen eine Euphorie reinbekommen könnten. Und diese Euphorie bekommen wir, wenn wir entsprechend natürlich große Aufträge sehen in dem Bereich. Ja, wenn das veröffentlicht wird, und das hatten wir ja vergangen in der letzten Woche auch bei Red Cat Holdings zum Beispiel gesehen, die haben eine entsprechend starke News geliefert. Die Aktie von Red Cat hat auch 30% nach oben reagiert, also positiv. Und das werden wir natürlich auch besprechen, aber solche Nachrichten wirken sich so natürlich auch auf den Gesamtmarkt aus. Und können dann indirekt natürlich auch andere Aktien beflügeln. Und wir sehen hier bei AeroVironment auch ein ziemlich ordentliches Umsatzwachstum, ja durchaus auch schwankend, was die letzten Jahre angeht. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt hier ein größeres oder größer werdendes Interesse in dem Bereich Drohnen sehen, glaube ich, dass dieses Umsatzwachstum erstmal konstant bleiben wird und vielleicht auch, wenn es gut läuft, auch auf einem höheren Niveau konstant bleibt. Und dann ist die Bewertung, die wir hier auch schon sehen können, mit dem KV von knapp 10, ist natürlich schon ordentlich. Und wenn wir die Historie betrachten, ist die Aktie ja auch von der Definition her auch sehr, sehr teuer, ja. Aber ja, die Börse preist es eben entsprechend eine gute Zukunft ein mit großen Investitionen, und das widerspiegelt oder spiegelt diese Bewertung eben entsprechend wider. Das bedeutet natürlich, dass auch die Aktie liefern muss bei den Quartalszahlen, ja. Sollte es da größere Enttäuschungen geben, dann, ihr seht es ja auch schon, kann die Aktie auch sehr, sehr volatil reagieren. Ja, das werden wir bei Kratos gleich noch sehen, die ist ein bisschen stabiler, und auch von den Finanzkennzahlen her ist es so eine Aktie, die, ich sag mal, ein Auf und Ab hat. Ihr seht es ja auch schon bei der Bruttomarge, die jetzt so einen größeren Knick hat. Was es vielleicht ein Einmaleffekt sein kann, ja, aber was man definitiv im Auge behalten muss. Aber grundsätzlich, wenn wir die Historie betrachten, hat man eine Bruttomarge von 30%, und das finde ich schon sehr, sehr ordentlich in dem Bereich. Die Nettogewinnmarge muss ich noch stabilisieren, aber ich glaube, das wird das Management dann hoffentlich hinkriegen, wenn man entsprechende Skalierungseffekte erzielen kann durch einen deutlich gesteigerten Umsatz. Da können wir jetzt auch gerne mal reinschauen bei den Prognosen. Was wird denn prognostiziert in den nächsten Jahren? Gewinnwachstum, ja, 3,60 $ je Aktie auf knapp $6 bis in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Und von Umsatz her sollen wir bis 2028 $3 Milliarden bei AeroVironment sein. Also entsprechend, ihr seht schon, entsprechendes Umsatzwachstum wird eingepreist. Und das stellt sich natürlich immer die Frage, ist dieses Umsatzwachstum für diese Bewertung gerechtfertigt? Ist es fair? Da haben wir jetzt zum Beispiel für die Branche haben wir Durchschnittskennzahlen, und da habe ich mal quasi als Announcement hier einen Finanzrechner gebaut, den ihr euch gerne mal anschauen könnt. Ja, da ist unter anderem auch so ein Rechner dabei, womit man anhand des Umsatzwachstums und der Bewertung und der Branche berechnen kann, ob so eine Aktie so einen groben Richtwert gibt, ja, ob eine Aktie teuer oder günstig ist und wie das dann quasi in den nächsten Jahren aussieht. Also schaut es gerne euch mal an. Die Finanzrechner, Aktien und ETF-App, die ich gebaut habe, ist kostenlos, ist mit Werbung finanziert, klar. Aber wie gesagt, schaut da gerne mal rein, probiert es einfach mal aus. Und genau. Das ist eine eigene Sache. AeroVironment finde ich, wie gesagt, sehr, sehr interessant, weil es eben schon ein etablierter Player ist. Senkt so ein bisschen das Risiko, dass das Unternehmen scheitert. Das hat man bei kleinen Unternehmen natürlich immer, die eine sehr, sehr geringe Marktkapitalisierung haben. Wir werden auch gleich noch Unternehmen anschauen, die sind unter $100 Millionen Marktkapitalisierung. Also hier sind wir extrem früh dran. Das heißt, hier könnten wir Aktien haben, wenn die sich durchsetzen, die sich durchaus in den nächsten Jahren auch verhundertfachen können. Ja, das ist durchaus möglich. Wenn wir jetzt hier die nächste große Drohnenfirma quasi gefunden hätten, ist natürlich sehr, sehr spekulativ, möchte nicht sagen, dass es so ist, aber wenn man hier kleines Geld investiert, dann kann man hier auch entsprechend mit Geduld und dem richtigen Riecher auch einiges an Geld dann machen. Ja. So, kommen wir mal zur nächsten Aktie. AeroVironment damit ein bisschen abgehakt oder generell abgehakt eigentlich. Kratos sieht es vom Chartbild her so ein bisschen anders aus, als dass wir hier so im Grunde eine Fahnenstange haben. Also diese parabolische Bewegung, wenn ich das sehe und investieren möchte, dann habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ich halt quasi, wenn eine Aktie schon sehr, sehr gut gelaufen ist, und die Aktie ist ja jetzt in den letzten Monaten, hat sich hier im Jahr fast verdreifacht, kann man fast schon sagen, ja, dann möchte ich eigentlich so eine Aktie kaufen, wenn die konsolidiert. Eben wie gerade gesehen bei einer AeroVironment, wenn die mal die gleitenden Durchschnitte berührt. Und auch hier bei Kratos haben wir natürlich eine entsprechend hohe Bewertung von einem KV von auch knapp 10, wir haben jetzt hier einen KV von 9, ein bisschen niedriger, aber auch was die Historie angeht, sehen wir, die Aktie ist im Prinzip allzeit teuer. Ich habe auch schon vorhin gemeint, dass Kratos ein bisschen besser aussieht bei den Fundamentalkennzahlen. Ja, die sind stabiler.
Nettogewinnmarge ist noch nicht ganz so da, aber zumindest nicht ganz so krass schwanken wie bei AeroVironment. Es gibt so ein bisschen Stabilität und ihr seht es hier auch schon im Chart. Die Volatilität ist hier auch gegeben, aber wir haben es nicht ganz so krasse Ausschläge, wie es eben bei der letzten Aktie. Die Bruttomarge ist tatsächlich ein bisschen niedriger, nur 20%, so in dem Bereich 20, 25. Ja, aber das ist jetzt grundsätzlich auch nicht so schlecht. Und mit Kratos haben wir jetzt nicht nur einen Drohnenhersteller, sondern auch einer, der hier führend ist im Bereich Hypersonic-Raketen, also Hyperschallraketen, was natürlich auch eine sehr, sehr spannende Technologie in dem Bereich ist. Und dementsprechend hier man auch so ein bisschen einen gemischten Konzern hat, was natürlich auch so ein bisschen die Diversifikation verbessert. Marktkapitalisierung 12 Milliarden Dollar. Umsatz haben wir jetzt hier 2024 ein bisschen mehr als 1 Milliarde gehabt. Also auch hier eigentlich schon wohl etabliert. Schuldenverhältnis ist auch ganz in Ordnung. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht groß darauf eingehen. Ja, Kapital zu Verbindlichkeiten-Verhältnis ist im positiven Sinne, als dass man mehr Kapital hat als Verbindlichkeiten. Das ist wichtig. Darauf schauen wir jetzt in diesem Video auch. Gerade bei den kleineren Aktien ist es extrem wichtig. Und bei der Kratos, wir gucken hier auch mal bei den Prognosen der Analysten ein. Die sind jetzt schon ein bisschen pessimistischer, beziehungsweise die Aktie hat hier einfach auch schon sehr, sehr viel eingepreist und deswegen ist hier auf der Einjahresprognose auch deutlich weniger Luft. Ja, im Prinzip ist alles schon oder das Kursziel schon erreicht. Wenn wir uns mal die Gewinnentwicklung anschauen, dann sehen wir einen deutlichen Sprung in den nächsten Jahren. Hier von 2025 knapp 50 Cent die Aktie, 53 Cent. In 2028 haben wir dann schon 1,35 $. Also auch hier ein ordentlicher Gewinnsprung. Entsprechend sehen wir es auch beim Umsatz. Ja, der soll bis 2028 auf 2 Milliarden steigen. Also entsprechend sicherlich auch hier Wachstum und es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir hier auch deutlich die Zahlen übertreffen könnten. Klar, wenn es deutlich größere Investitionen in den Markt reinkommen als geplant, dann können diese Aktien natürlich auch noch weiter so gut laufen, vielleicht sogar noch einen Tick besser. Aber bei Kratos muss man schon sagen, hat man hier schon einiges eingepreist, meines Erachtens. Zumindest für einen Moment. Da ist eben so das Risiko da, dass wir jetzt hier vielleicht nochmal sicherlich kurzfristig nochmal dieses Allzeithoch erreichen könnten bei 72 $, ja. Und sollten wir daran scheitern, dann ist die Aktie hier erstmal in so einer Seitwärtsphase gefesselt, sage ich mal, wo man so ein bisschen konsolidiert. Da kann man sie dann zugreifen. Ich glaube, allzu große Rücksetzer werden wir hier leider nicht sehen, ja. Da ist, glaube ich, die Stimmung im Markt aktuell zu gut. Und sollte die Aktie über 73 $ steigen, dann kann die Rallye auch durchaus weitergehen. Ja, das ist auf dem aktuellen Niveau ein bisschen schwierig vorherzusagen, wie lange so eine Hosse geht. Da muss man sich so ein bisschen einfach daran festhalten, was der Chart so macht. Und der sieht zumindest kurzfristig zwar gut aus, aber wir müssen dieses Allzeithoch im Blick haben als Widerstand. Und dass wir hier so ein bisschen Risiko haben, dass wir so erstmal so eine Seitwärtskonsolidierung hier bei der Aktie sehen könnten. So, schließen wir damit mal die zwei großen Player im Bereich Drohnen ab und kommen so zu ein bisschen, ja, sagen wir mal, den Midcap-Aktien, den bisschen spekulativeren Aktien, wo man natürlich auch entsprechend einen höheren Hebel hat auf das Investment. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine XAIL, die kommt, glaube ich, aus Europa und die hat nur eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden $. Ist auch schon lange am Markt, ja, gegründet 1988. Wir haben jetzt hier, was XAIL angeht, auch schon einen nennenswerten Umsatz, muss man so ausdrücken, ja, von knapp 400 Millionen $ Umsatz. Man hat ganz gute Aufträge in letzter Zeit herangezogen. Deswegen ist die Aktie auch so gut gelaufen und tatsächlich, obwohl die Aktie schon so gut gelaufen ist, ja, wir sehen jetzt hier, hat die Aktie sich im Grunde ja versechsfacht innerhalb von ja knapp einem halben Jahr. Das ist schon ordentlich, aber ich glaube, da ist noch einiges drin, vor allem wenn wir jetzt von der europäischen Seite auch noch weitere Investitionen in den Bereich sehen. Und wir haben jetzt hier bei dem KUV auch entsprechend nur ein KUV von 5. Wir haben ja gerade gesehen, ein KUV von 10 ist durchaus drin. Das heißt, die Aktie kann sich durchaus auch noch mal verdoppeln. Das ist von der Bewertung her durchaus realistisch und damit hätten wir das Bewertungsniveau von der Kratos oder von der AeroVironment erreicht. Ist sicherlich ein bisschen spekulativer, beziehungsweise mit ein bisschen mehr Risiko behaftet, einfach nur der Tatsache geschuldet, weil wir hier ein kleineres Unternehmen haben. Und bei den kleineren Unternehmen ist natürlich auch wichtig, ja, das Schuldenverhältnis. Das ist jetzt ein bisschen größer als das, was man als Bargeld oder freien Cashflow hat, aber ist von der Zahl auch nicht so überwältigend hoch. Und wenn wir uns mal so die Verbindlichkeiten anschauen, ist es eigentlich auch im grünen Bereich. So, XAIL sieht zumindest auch hier danach aus, ähnliches Bild wie bei Kratos eigentlich, dass wir zumindest hier dieses Allzeithoch bei 100, ja, sagen wir mal 130 € haben. Kurzfristig könnten wir da nochmal dranlaufen, aber dann müssen wir nochmal sehen, ob wir das hier überwinden können oder ob wir nochmal eine Konsolidierungsphase hier seitwärts sehen. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir hier einen wohl etablierten Player ebenfalls.
Und dementsprechend, wenn man so ein bisschen streuen möchte, ja, dass man nicht das Risiko geballt auf einzelne Aktien hat, ist es, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Wie gesagt, keine Anlageberatung, schaut euch gerne mal die Unternehmen dann entsprechend auch selber an, auf deren Homepage, was die so machen. Und wir schauen uns mal die Prognose der Analysten an. Die sind hier, ähnlich wie bei Krauthaus, ist hier auch schon einiges eingepreist, beziehungsweise, ja, das Potenzial nach oben ist so ein bisschen limitiert. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ist dieses beachtliche Gewinnwachstum. Ja, bei Gewinn je Aktie 2025 1,18 € je Aktie. Das soll sich fast vervierfachen bis 2028. Also da ist schon ordentliches Wachstum drin, was den Gewinn angeht. Und auch der Umsatz soll sich knapp verdreifachen bis 2028. Ja, ein bisschen mehr als verzweifachen. Aber grundsätzlich finde ich die Aktie sehr, sehr spannend. Die Story ist intakt und auf dem aktuellen Niveau, obwohl die Aktie so gut gelaufen ist, glaube ich, dass hier auch in den nächsten Jahren deutlich höhere Niveaus drin sein könnten. So, kommen wir mal zu Redcat, und die hatten in der letzten Woche sehr, sehr spannende Nachrichten. Ihr seht es auch schon ein bisschen an der Reaktion der Aktie. Hier am Donnerstag konnte die Aktie von diesem kritischen Niveau, wo wir diesen Aufwärtstrend hier als Unterstützung getestet haben, beziehungsweise damit gekämpft haben, konnte die Aktie einen Befreiungsschlag machen mit der Nachricht, dass sie hier die NATO-Zulassung bekommen hat für ihre Produkte. Also quasi werden die Produkte von Redcat Holdings für die NATO quasi in den Bestellkatalog aufgenommen, so wie ich es verstanden habe. Das hat die Aktie jetzt 20%, 30%, knapp 30% nach oben getrieben in einem Tag. Die Aktie hat auch am Freitag jetzt ganz gut performt, ja, hat die Gewinnmitnahmen ganz gut verkraftet und hat hier eigentlich dieses Niveau halten können. Und das ist charttechnisch betrachtet eine sehr, sehr bullische Reaktion. Und deswegen glaube ich, dass wir hier bei Redcat Holdings in den nächsten Tagen auch durchaus dann dieses Allzeithoch oder dieses Zwischenhoch sehen könnten bei um die $14. Und wenn wir die $14 knacken, dann haben wir hier, wenn wir mal in die Historie gehen, auch haben wir es nicht mehr weit bis zu den $20 und darüber hinaus. Da ist es ein bisschen schwierig, die Charttechnik anzuwenden, weil es eben so ein bisschen sehr, sehr volatil war in dieser Phase. Aber grundsätzlich, ihr seht, wie Redcat Holdings auch ein bisschen explosiv sein kann, was die Ausbrüche angeht. Wenn man hier so einen Widerstand aus dem Weg räumt, kann es durchaus auch sein, würde mich nicht wundern, wenn man dann in relativ kurzer Zeit entsprechend die $34 zum Beispiel erreicht. Wir haben jetzt hier bei Redcat Holdings ein Unternehmen, was ebenfalls eigentlich schon etabliert ist. Man hat einen entsprechenden Auftrag, glaube ich, aus dem Pentagon mit dem kleinen dreistelligen Millionenbereich. Man hat eine Partnerschaft mit Palantir und dementsprechend ist man hier, wie gesagt, gut aufgestellt. Und wenn wir uns mal so die Finanzdaten anschauen, wir haben eine Marktkapitalisierung von $1 Milliarde. Also hier sind wir auch noch sehr, sehr früh dran. Und wenn man mein erstes Drohnenvideo kennt, ja, da habe ich die Redcat Holdings ja schon vor vielen Monaten entsprechend so vorgestellt. Da war sie noch deutlich kleiner. Und an dem positiven Bild hat sich auch bis jetzt nichts geändert. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass man quasi schuldenfrei ist im Grunde. Die Verbindlichkeiten sind im Grunde auch nicht da. Das heißt, man hat hier ein top finanziell gesundes Unternehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man hier seine Produktion ausweiten möchte und entsprechend investieren muss. Dann hat man eben so Puffer, um das dann zu stemmen. So, gucken wir mal die Prognose an. Wie sehen denn die Analysten die Aktie? Die sehen die Aktie im Durchschnitt auf ein Jahr auch 40% höher. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen untertrieben. Ich glaube, dass die Aktie tatsächlich auf der Einjahresprognose durchaus bei bis zu $34 stehen kann. Ja, das wäre also mehr als 100-fach, 100%. Und auch für 2025 glaube ich, dass wir eben, wenn wir diesen Widerstand knacken, durchaus auch bis zu $25 hochlaufen können bei der Aktie. Und das wären dann auch so bis zu 100%, ja. Deswegen glaube ich, dass hier Redcat Holdings aufgrund der Bewertung, der positiven Nachrichten, der starken Partnerschaften einer der Top-Aktien in dem Bereich ist, wenn man so ein bisschen spekulativer investieren möchte, und auch mein Pick, was das angeht. Ich habe die Aktie auch im Depot und auch einige weitere, die wir noch besprechen werden, wie zum Beispiel auch dann nicht die nächste Aktie, die habe ich noch nicht im Depot, beziehungsweise die werde ich jetzt kaufen nächste Woche tatsächlich. Das ist die Ondas. Die Ondas Holdings, ich glaube, die kommen aus Nordamerika. Ich weiß nicht, ob Kanada oder USA. Aber grundsätzlich hat man hier auch einen Player, der schon seine Produkte mit auf dem Markt hat. Und die Aktie hat auch sehr, sehr positiv reagiert. Wir haben jetzt hier allerdings ein Unternehmen, was einen sehr, sehr kleinen Umsatz hat. Wir haben jetzt zwar 2 Milliarden Marktkapitalisierung, $2 Milliarden. Wir haben jetzt allerdings einen Umsatz von
ja, also kaum Umsatz. Ja, wir haben jetzt hier 2024 7 Millionen Dollar Umsatz gehabt. Der soll natürlich steigen in den nächsten Jahren, klar. Da gucken wir uns mal die Prognosen an, was den Umsatz angeht vor allem. Das ist ja das Wichtige. Und da sehen wir tatsächlich 2025 noch nicht so nennenswert, nur 27, aber 2028 dann schon knapp verzehnfacht auf über 200 Millionen Dollar. Aber auch das im Verhältnis gesehen zu der Marktkapitalisierung ist schon sehr, sehr teuer. Und tatsächlich würde ich da sagen, nach so einem guten Lauf würde ich die Aktie erstmal auf die Watchlist packen. Also die muss man jetzt nicht unbedingt sofort kaufen, meines Erachtens. Ja, wer sie im Depot hat und schon früh dabei ist, kann sie sicherlich laufen lassen, beziehungsweise vielleicht ein paar Gewinne mitnehmen und in andere Aktien umschichten. Aber auf dem aktuellen Niveau ist da schon sehr, sehr viel positive Zukunft eingepreist. Die Aktie oder das Unternehmen hat sicherlich auch ja, positive Nachrichten gemeldet in der Vergangenheit, aber da kann jetzt, also ist schon sehr viel vorweggenommen, um es mal so zu sagen, und ist schon sehr viel eingepreist. Grundsätzlich kann man natürlich anhand von diesen Zahlen jetzt schwer die Aktie bewerten, was die Fundamentalkennzahlen angeht. Deswegen gehen wir da jetzt nicht so gut großartig drauf ein, aber charttechnisch, wie gesagt, ist der Aufwärtstrend intakt. Aber nach so einer Rallye und so nach so einem starken Ausbruch wird es mich auch nicht wundern, dass, wenn wir mal eine schlechte Phase sehen, dass eine Aktie hier auch entsprechend einen stärkeren Rücksetzer sehen kann, ja, durchaus auch diese alten Widerstand testen kann bei um die 3,40 Dollar. Das wäre entsprechend auch so knapp 50% Kursrisiko nach unten. Ja, ihr seht auch schon die großen Abstände zu den kleinen Durchschnitten. Und das ist ja auch immer das, was ich sage. Ja, wir wollen ja hier im Grunde, dass eine Aktie nicht zu weit von ihren Durchschnitten entfernt ist, weil alles kommt zu seinem Durchschnitt zurück, früher oder später. Und wir wollen ja entsprechend nicht zum falschen Moment kaufen, wo wir dann entsprechend ein großes, dickes Minus im Depot zumindest vorübergehend sehen könnten. Also eine Ondas ist sicherlich interessant auf der Langfristperspektive. Kurzfristig ist da schon einiges eingepreist, aber definitiv eine Aktie, die man mal gehört haben sollte. Ja, Aero Group, die schauen wir uns mal in einem anderen Video an. Das ist noch auch ein sehr, sehr spekulativer Titel. Relativ neu an der Börse. Das machen wir mal wann anders. Wir gehen jetzt mal nach Europa. Das ist ja auch, sage ich mal, ein wichtiger Markt. Gerade auch die europäischen Länder werden ja sehr viel in Rüstung investieren. Und ich glaube, da wird auch einiges entsprechend dann in Drohnentechnologie fließen. Und da hat man natürlich mit Parrot einen französischen Hersteller, der natürlich dann auch sicherlich ein entsprechenden Stück vom Kuchen abbekommen wird. Es wird nicht alles ein Unternehmen bekommen, sondern es wird auch gestreut werden. Und der Parrot ist da auch ganz gut aufgestellt, was den Bereich Überwachungsdrohnen angeht. Jetzt haben wir hier einen größeren Rücksetzer gesehen auf die 50 Wochen kleine Durchschnittslinie, hier diese orangene Linie. Wir sehen es so ein bisschen ein Versuch eines eines Wiederaufbaus des Aufwärtstrends. Müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Die Aktie sollte definitiv die 10 Euro erreichen, dass wir die Chance haben, hier auch wieder dieses Allzeithoch, dieses Zwischenhoch zu erreichen, hier bei so um die 14 Euro. Sollten wir das nicht schaffen, sind wir zumindest erstmal, was die Aktie angeht, in der Seitwärtsphase gefangen. Parrot ist jetzt hier ein kleinerer Titel. Wir sehen es auch hier bei der Marktkapitalisierung, nur 260 Millionen Euro, also schon deutlich kleiner. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier entsprechend dann auch immer noch früh dabei, obwohl die Aktie in den letzten Monaten und Jahren auch schon ganz gut gelaufen ist. Aber grundsätzlich finde ich es ein spannendes Unternehmen. Man ist da wohl etabliert in dem Bereich, und auch was die finanzielle Gesundheit angeht, ist alles im grünen Bereich. Ja, man ist im Grunde auch schuldenfrei. Ja, das ist auch das, was man sehen möchte bei Unternehmen, die noch viel investieren müssen, um zu wachsen. Und hier ist Parrot dann ganz gut aufgestellt. Und wie gesagt, die letzte Woche gefällt mir auch die Kerze hier charttechnisch sehr, sehr interessant. Und was wir jetzt entsprechend sehen müssen in den nächsten 1 bis 2 Wochen, dass wir hier diese 10 Dollar erobern können. Aber ich glaube, mit weiteren positiven Nachrichten kann das durchaus der Fall sein. Und man weiß ja nie, wann entsprechend die Aktien oder die Unternehmen entsprechende Aufträge dann vermelden. Das bleibt natürlich dann immer so ein, ich sag mal, ein Zündfunke dafür, dass die Aktien dann auch ausbrechen können. Wie gesagt, eine Parrot ist interessant. Wir haben jetzt hier, was den Umsatz angeht, können wir uns auch nochmal anschauen. Ja, relativ stabilen Umsatz, so von um die 80 Millionen Euro. Das ist auch nicht so viel, aber im Verhältnis gesehen zur Marktkapitalisierung finde ich das jetzt eigentlich ganz okay. Wir haben jetzt einen KV von 3,3. Das ist jetzt, wenn wir mal die anderen Aktien betrachten, aus den USA vor allem, ist es jetzt deutlich niedriger. Klar, europäische Aktien haben immer auch
einen gewissen Bewertungsabschlag. Das heißt, die sind grundsätzlich nicht so teuer wie US-Aktien. Aber ich denke, da hat die Bewertung bei Paro entsprechend auch noch Luft. Ja, wir sehen auch hier in der Historie, die Aktie war im Peak auch schon deutlich teurer bewertet. Hier bei knapp bei einem Kauf von 5. Und wenn wir allein das erreichen würden, dann hätten wir ein Kurspotenzial von 60%. Und ich glaube, dass gerade solche kleinen Unternehmen bei einem entsprechenden Hype, wie bei Quantencomputer zum Beispiel, dass wir da auch ja, durchaus Milliarden Marktkapitalisierung sehen könnten. Also hier entsprechendes Potenzial in der Aktie, natürlich mit einem gewissen Risiko, weil es eben auch deutlich kleiner ist und entsprechend ja, dann auch ein bisschen Geduld mitbringen und vielleicht nicht ganz so große Summen investieren, wenn man möchte. Auch sehr spekulativ, aber auch sehr, sehr interessant finde ich Dragonfly. Die haben eine Marktkapitalisierung von lediglich 28 oder knapp 30 Millionen US-Dollar. Ist also mit oder der kleinste Kandidat unter den Aktien, die wir jetzt hier besprechen werden. Man ist aber wohl etabliert, man ist schon auch lange auf dem Markt tätig, seit 1998. Man ist zum Beispiel auch in der Ukraine tätig, ja, da hat man auch Projekte laufen mit der entsprechenden Ukraine-Krieg. Und wir sehen auch hier, die finanzielle Gesundheit ist top, man ist im Prinzip schuldenfrei und auch die Vermögenslage ist in Ordnung. Das heißt, hier zumindest was die Kapitaldaten angeht, ist man im grünen Licht, da ist man im grünen Bereich. Und klar, der Umsatz ist jetzt hier relativ gering. Wir haben jetzt noch nicht mal zweistelligen Millionenumsatz in den letzten Jahren gehabt. Aber das, ich habe ein Interview gesehen vom CEO von Dragonfly und der war sehr, sehr bullish, nicht nur für sein Unternehmen, natürlich, klar, muss er ja auch in gewisser Weise sein, sondern für den Gesamtmarkt. Und er hat auch gemeint, dass wir hier entsprechend noch Vervielfachungen sehen werden, eben weil dieser Markt, also weil sich gerade eben so viel tut. Und ich finde es immer sehr, sehr interessant, wenn man solche Einblicke sieht, von so Interviews mit CEOs, wenn die sich zum Gesamtmarkt äußern. Und wenn es schlüssig ist, dann ist es, glaube ich, immer ein ganz guter Indikator dafür, dass wir hier entsprechend wirklich eine sehr, sehr interessante Branche haben. Ja, wie gesagt, von den Fundamentalkennzahlen ist es dann schwierig zu bewerten. Das muss ich dann entsprechend zeigen, wenn wir nennenswerte und deutlich größere Umsätze haben. Aber zumindest haben wir jetzt hier ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Das heißt, wenn sie das verzehnfacht, dann sind wir auf einem Niveau von einer Paro, was die Bewertung angeht. Ja, und und selbst eine Paro ist noch nicht so teuer in dem Bereich. Da könnten wir durchaus eine Red Cat Holdings zum Beispiel von 1 Milliarde erreichen, wenn dann ein Hype reinkommt. Ja, das ist durchaus möglich. Entsprechend hier Dragonfly mit das größte Potenzial, würde ich sagen, aufgrund der kleinen Marktkapitalisierung sind wir da sehr, sehr früh dran. Und rein charttechnisch sieht es so aus, als würden wir quasi jetzt wieder nach oben ausbrechen, diesen Aufwärtstrend fortsetzen. Wir haben jetzt charttechnisch betrachtet hier erstmal diese Marke so um die $7. Wenn wir da drüber steigen, dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus, dass wir im Bereich von $10 oder auch dann ja, $12,50 kommen könnten. Das sind so die wichtigen Widerstandszonen darüber hinaus. Und ihr seht, wie groß das Potenzial bei der Aktie ist. Und ich habe es ja im Depot definitiv. Bin davon überzeugt, schaut es euch gerne an, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber eine Aktie, der ich sehr, sehr viel zutraue in der nächsten Zeit. Gucken wir mal auch hier die Prognosen an. Die Analysten sehen die Aktie, ja, 2 Stück covern das Unternehmen immerhin, ja, bei 22% auf der Einjahresprognose. Ich glaube, das ist weit, weit untertrieben. Ich glaube, die Aktie wird 2025 durchaus, sehe ich die Aktie bei hier so in dem Bereich, wenn es gut läuft, ja, wenn wir positive Nachrichten bekommen, können wir die Aktie hier auch im Bereich von $10 und darüber hinaus sehen. So, gehen wir mal zu Volatus Aerospace. Und Volatus sieht auch sehr, sehr interessant aus. Da haben wir diesen initialen Ausbruch quasi jetzt gehabt, nachdem wir diesen mehrjährigen Abwärtstrend haben. Und ähnlich wie zum Beispiel jetzt bei einer Dragonfly haben wir ja auch diesen mehrjährigen Abwärtstrend. Wir haben jetzt diesen initialen Ausbruch und jetzt diese Fortsetzung, diese vermeintliche vom Aufwärtstrend. Und das sehen wir womöglich bei Volatus Aerospace auch. Wir sind jetzt hier auch dabei zu konsolidieren. Wir sind immer noch im Aufwärtstrend intakt und wenn wir es jetzt hier schaffen, so in Richtung, ja, wir sind jetzt hier bei kanadischen Dollar im Cent-Bereich. Wenn wir jetzt hier in Richtung 65 Cent kommen, ist durchaus möglich, dass wir wieder die 1 kanadischen Dollar erreichen und den 1 kanadischen Dollar. Genau. Und darüber hinaus, wenn wir das schaffen könnten, dann sind natürlich auch deutlich höhere Kennzahlen, deutlich höhere Aktienkurse drin. Wir schauen uns mal hier die Finanzdaten an. Wir haben Marktkapitalisierung ein bisschen höher, also es ist nicht ein ganz so kleines Unternehmen, aber auch schon sehr, sehr lange auf dem Markt. 330 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Wir haben jetzt hier zuletzt im Quartal einen ordentlichen Umsatzsprung gehabt.
auf 11 Millionen, knapp 11 Millionen kanadische Dollar. Was den Jahresumsatz angeht, haben wir auch hier, zumindest in den letzten beiden Jahren, einen ordentlichen Umsatz gesehen von um die 30 Millionen Dollar. Entsprechend natürlich haben wir eine relativ hohe Bewertung von einem KUV von 10. Da ist entsprechend natürlich auch schon einiges eingepreist, sage ich mal. Das heißt, das Unternehmen muss auch weiterhin gute Aufträge vermelden, beziehungsweise entsprechend auch gute Nachrichten. Und wenn es der Fall ist, dann kann die Aktie durchaus auch weiter steigen. Die Analysten, ein Analyst covert das Unternehmen, sieht die Aktie im Durchschnitt bei 80 Cent auf der Einjahresprognose, also plus 42%. Und ja, wie gesagt, charttechnisch finde ich sehr, sehr spannend. Ausbruch gelungen, sehr, sehr bullish, entsprechende Konsolidierungsphase, und wenn wir den Aufwärtstrend weiter fortsetzen und darüber hinaus ausbrechen, dann haben wir hier auf einem aktuellen Niveau entsprechendes Vervielfachungspotenzial. Ist aber sehr, sehr spekulativ, muss ich an der Stelle natürlich auch wieder sagen. Ja, das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. So, gucken wir mal das nächste Unternehmen an, Unusual Machines. Auch hier charttechnisch sehr, sehr interessant. Was ich auch gut finde, ist, dass die Fundamentalkennzahlen sich verbessern, also die Bruttomarge. Wir sehen jetzt hier beim Chart, wir sind natürlich defizitär, deswegen sind die anderen Kennzahlen jetzt nicht so wichtig, aber vom Chart her sieht es gut aus, ja, wir sind im Aufwärtstrend. Wir haben jetzt hier allerdings eine sehr, sehr hohe Bewertung, wir haben einen KUV von 30, das ist schon sehr, sehr teuer, ja. Man hat jetzt hier, was darüber hinaus auch wichtig zu erwähnen ist, man hat politische Unterstützung im Board, sage ich mal. Da ist der Sohn von Donald Trump mit im Board, also im Aufsichtsrat. Das ist sicherlich auch nicht schädlich, muss man so zu sagen. Und ja, sollte die Aktie hier ihren Aufwärtstrend halten und sollten wir hier diesen Aufwärtstrend dann entsprechend, wenn wir diesen Widerstand nach oben durchbrechen, diese Abwärtstrendlinie, in Richtung sollten wir $12 knacken, 12, 13 Dollar, dann ist es durchaus möglich, dass wir auch wieder in den Bereich von 20 US-Dollar kommen. Wir sind jetzt hier im Bereich Zulieferer, also eher so die Schaufelhersteller für den Bereich von Drohnen, ja, und dementsprechend ist es, glaube ich, eine Aktie, die man hier, wenn man in den Bereich investieren möchte, sich auch definitiv mal anschauen muss. Wir gucken mal auf die Prognosen der Analysten, die sehen die Aktie durchschnittlich auf der Einjahresprognose 62% höher, so bei ungefähr 17 Dollar. Ja, ich traue der Aktie auch einiges zu, aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier erstmal den Widerstand aus dem Weg räumen. So, kommen wir mal zu DroneShield und damit zur letzten Aktie. DroneShield hat jetzt leider einen Auftrag verpasst, aber ansonsten die Auftragslage sieht sehr, sehr gut aus. Man hat einen guten Backlog, was das angeht. Die Aktie ist jetzt hier in der Konsolidierungsphase. Wir haben diesen Ausbruch geschafft über das letzte Allzeithoch, haben ein neues Allzeithoch gesetzt bei 4,40 australische Dollar, und jetzt sind wir so ein bisschen ja in der Konsolidierungsphase. Und durchaus möglich, dass wir jetzt hier in der nächsten Zeit auch wieder ansteigende Kurse sehen können, wenn entsprechend der ganze Sektor ein bisschen Aufschwung erlebt durch diese positive Stimmung. Glaube ich auch, dass DroneShield entsprechend profitieren würde. Und ich glaube, dass hier entsprechend, was Drohnenabwehr angeht, DroneShield sicherlich auch von weiteren Investitionen in den nächsten Jahren profitieren dürfte. Wir haben jetzt hier, was die Kennzahlen angeht, auch eine relativ hohe Bewertung, das muss man tatsächlich sagen, aber wir haben auch ein entsprechend ordentliches prognostiziertes Umsatzwachstum. Wir haben jetzt hier einen KUV von auch knapp 30. Die sind auch leicht, zumindest in der Gewinnzone, aber ein sehr, sehr hohes KGV natürlich. Gucken wir mal die Prognosen an. Die Analysten sehen, was den Kurs angeht, knapp 13% im Plus. Was die Umsätze angeht in den nächsten Jahren, einen deutlichen Sprung in 2025 auf 200 Millionen australische Dollar und dann kontinuierlich einen Anstieg um 50% in den nächsten 2 Jahren. Das ist doch schon ordentlich, ja, da kann der Aktie auch mal ein bisschen höheres KUV haben. Auf dem aktuellen Niveau ist sicherlich auch einige schon eingepreist, klar, aber wenn man jetzt neue Aufträge und neue große Aufträge verkündet, dann glaube ich, dass die Aktie auch entsprechend hier ausbrechen kann aus dem Bereich. So, da würde ich mal sagen, sind wir erst am Ende des Videos angelangt. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien ihr am interessantesten findet. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Wie gesagt, schaut euch gerne mal den neuen Finanzrechner an, den ich gebaut habe. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos sehen. Den Link für den Rechner packe ich unten in die Videobeschreibung und in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, viel Erfolg und ciao.